Hey Leute, wie einige von euch wissen, war ich ja beim Community Day von Konami mit dabei. Dazu gibt es auch einen Vlog. Falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr da oben nochmal nachschauen. Jedenfalls hatten wir eben die Möglichkeit, den Konami-Mitarbeitern auch Fragen zu stellen. Das hier ist das Video dazu, beziehungsweise eben ein Teil davon. Denn am Ende ist das Ganze ziemlich lang geworden und so haben wir es einfach auf uns aufgeteilt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, alle Fragen mal anzuhören, denn es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und dieses Event, also das gab es so noch nie, dass wir als YouTuber, Konami im Prinzip treffen konnten und dann auch mal Fragen stellen konnten und das schon ziemlich aufschlussreich. Also genug gequatscht, viel Spaß mit dem Interview. Schaut ihr selbst Videos über Yu-Gi-Oh? Ja, also sicherlich nicht alle, weil es doch sehr viele gute Videos gibt, die ich nicht gesehen habe, aber ich schaue regelmäßig YouTube-Videos für Yu-Gi-Oh! Hin und wieder schon, ja, kommt vor. Ist Duel Links eher ein Nebenprojekt oder eben doch mehr? Also es ist definitiv kein Nebeneffekt. Das sieht man alleine schon auch an der großen Verbreitung und wie schnell es sich auch verbreitet hat, weltweit. Dadurch kann man schon sagen, dass wir damit ganz gut lagen, dass Yu-Gi-Oh! Auch für mobil, für unterwegs angeboten wird und sind jetzt auch dabei, mit neuen Produkten wie den Speed Duel, Duel Links auch wieder in die Realität zu bringen, damit die Leute Karten spielen. Ich denke, die Yu-Gi-Oh! Familie ist groß und es wird sicherlich in Zukunft auch noch weitere andere Formen geben. Könnte es nicht doch so etwas wie einen offiziellen Online-Simulator für Yu-Gi-Oh! Geben? Man könnte es ja zum Beispiel schmücken mit, keine Ahnung, ist es Werbung drauf oder man bezahlt so eine Werbung sieht und dann Konami-Werbung oder so. Das sind ja so Beispiele. Man kann auch sagen, das Spiel kostet einmalig 20 €. Genau. Wenn es da regelmäßig Turniere PC drauf gibt, wäre das vollkommen okay. Ja. Also es gibt halt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oder halt eine kleine Gebühr, keine Ahnung, 1,99 im Monat oder 2,99 und dann sind halt viele Spiele dabei. Das Interesse ist ja auf jeden Fall da, das die ist halt groß. Nachfrage. Deswegen könnte man das vielleicht irgendwie weiterleiten? Oder? Das Feedback leiten wir auf jeden Fall gerne Okay. weiter. Thema Handfallen. Wie ist eure Ansicht zu Karten, die Spieler eher am Spielen ihres Decks hindern? Keine Frage. Nein, also die Mechanik mit den Handfallen ist sicherlich, der eine findet es toll, der andere findet es nicht toll. Es ist immer Geschmackssache. Die Entwickler haben sicherlich was dabei gedacht, dass sie die Fallen so entwickelt haben, wie sie jetzt da sind. Das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht. Im Moment ist es so, wie es ist. Also wir entwickeln die Karten hier im Office nicht selber, deswegen wir haben da keinen Einfluss drauf. Mich stören sie nicht. Ich finde, es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Die Liste der verbotenen und limitierten Karten. Wer bestimmt eigentlich darüber? Ja, also wir haben ein eigenes Team in den USA, die das halt prüfen und sich überlegen und es wird auch Feedback von uns eingeholt. Also auch das OP-Team in England wird gefragt, die kriegen die Liste auch vorgelegt, die haben da auch eine Möglichkeit noch Sachen vorzuschlagen oder Änderungen vorzuschlagen und so weiter. Das Feedback geht dann zurück nach USA und von da aus geht es dann nach Japan und dann wird letztlich entschieden. Neue Timeout-Regel. Wird sie noch angepasst oder bleibt sie erstmal so? Diese neue Regelung ist nicht optimal. Der Sinn dieser neuen Regelung war und ist, die Spielzeit eben im Zaume zu halten. Das hat sich auch herausgestellt, dass das funktioniert. Also wir kriegen die Spiele schneller zu Ende. Das Problem, was wir jetzt dadurch generiert haben, ist aber, dass andere Probleme entstehen, nämlich theoretisch müsste bei jedem Match ein Judge dabei stehen. So, diesen Manpower haben wir einfach nicht auf Turnieren und deswegen ist diese Lösung nicht optimal. Also wir werden weiter überlegen, ob wir das noch weiter verbessern können. Aber die positiven Effekte überwiegen im Moment den negativen, von daher bleibt es erstmal so. Aber es gibt Überlegungen, es eventuell noch anzupassen in der Zukunft. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ja, das ist für die nächsten 15 Jahre. Es ist halt nicht optimal, aber es ist besser als vorher. Gibt es eigentlich mehr Casual-Spieler oder mehr Turnierspieler in Yu-Gi-Oh? Die Aufteilung ist schon so, dass der Spielermarkt größer ist als der Casual-Markt. Die Anzahl der Spieler ist sicherlich kleiner als die Anzahl der Casual-Spieler und Sammler. Das sind mehr, aber die geben halt weniger Geld aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Fokus bei uns auf den Spielern ist, bei uns ist der Fokus auf allen gleich. Also, weil letztlich aus den Casual-Spielern werden irgendwann mal auch richtige Spieler. Von daher kümmern wir uns um beide. Nur die Casual-Spieler haben halt
nicht so ein großes Interesse an den Turnieren, wie ihr das habt. Für euch sind dann eher die Turniere da, für die Casual-Spieler sind dann eher so die Messeauftritte, wo die sich mal mit Leuten treffen können und einfach so ein bisschen so spielen können, außerhalb eines Turniers, aber doch schon mal gegen andere, weil die zum Beispiel auch die Hobbyläden gar nicht kennen. Manche Sets sind unbeliebt bei Spielern, da keine wirklich meta-relevanten Karten enthalten sind, wie zum Beispiel das Star Pack. Welcher Gedanke steckt dahinter? Natürlich ist es immer unser Ziel, dass alle Produkte attraktiv sind, aber das Star Pack zum Beispiel ist kein Produkt, was speziell für Spieler generiert wurde. Das Star Pack ist eigentlich ein Produkt, was hauptsächlich für die Casual-Spieler und Sammler da ist. Daher gibt es auch diese Starfoils da drin und das Pack ist relativ günstig im Vergleich zu den anderen. Und das ist halt kein Produkt für euch Hardcore-Spieler. Ja, nö, aber also ich finde es halt... Ich will nicht sagen, dass es jetzt kein Produkt, für gar kein Produkt für euch ist, dass ihr es nicht kaufen sollt, um Gottes Willen. Aber es ist halt schon eher so konzipiert, dass es eher die Casual-Leute anspricht. Man merkt das ja halt, weil da halt ganz viele Anime-Karten related sind, so eng in einer bestimmten Staffel meistens. Ja, ist das so. Die Frage stellt sich halt von unserer Seite aus, es gibt halt natürlich auch gute Karten von den Anime-Spielern, die meistens dann nicht drin sind. Zum Beispiel dieses Jahr hätte man halt dem Star Pack theoretisch halt auch den Firewall-Drachen reinpacken können, um wirklich mal ein bisschen anzukommen. Das ist eine Anime-Karte, die auch die Sammler gerne haben wollen möchten und natürlich die Spieler dann mitmachen. Prinzipiell ja, aber der war ja irgendwann mal jetzt in einem anderen Set drin. Das Setup des letzten Star Packs war sicherlich nicht das Beste. Okay. Ja, also da sind wir uns einig. Wir hoffen, dass das nächste wieder besser wird. Also man hat auch nicht alle Produkte können immer super sein. Also manchmal haben die Entwickler halt auch mal einen schlechten Tag, zu viel Glühwein getrunken. Habt ihr da irgendwie eine Art Einfluss oder kommt das auch alles aus Japan und ihr könnt da nicht viel dran machen an den Rarities oder an welchen? Nee, das sagte ich ja vorhin. Also ein bisschen Einfluss haben wir schon. Also wir können Kartensets leicht verändern, Karten reinnehmen, rausnehmen. Also wenn ihr die Kartensets gleichzeitig mit Japan vergleicht, werdet ihr sehen, dass das teilweise nicht unbedingt die gleichen sind. Also in Japan gab es ja auch so ein 20 Years Pack, was rausgekommen ist. Das gab es ja bei uns nicht, aber die Karten werdet ihr in anderen Sets finden. Thema Anime. Es gibt noch Staffeln von GX und 5Ds, die nicht in Deutschland ausgestrahlt wurden. Woran liegt das? Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum die nicht ausgestrahlt wurden, weil die Serie eigentlich komplett an die Vermarkter auch verkauft wurde. Vielleicht war es deren Entscheidung. Wahrscheinlich technisch, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also eigentlich hätten sie ausgestrahlt werden können. Okay. Kann auch sein, dass man sich entschlossen hat, lieber mit 5Ds zu starten, bevor nochmal weiter GX zu senden, weil die GX-TV-Serie nicht so gut angekommen ist beim Publikum. Es gibt immer wieder Imports von OCG-Exclusive-Karten, also aus dem Japanischen. Wer entscheidet, wann die im TCG erscheinen? Die Karten, die eingeführt werden, genau. Also in die Sets, USA. USA hat da Einfluss drauf. Ja, weil die ein eigenes Team, ein eigenes Entwicklerteam haben. Wir haben in Europa so kein eigenes Entwicklerteam. Hat die USA eigentlich auch so einen Community Day? Nicht, dass ich wüsste. Ich kann ja mal mein Konzept checken. Ja, das war jetzt wirklich erstmal eine Initiative von unserer Seite aus, dass wir euch kennenlernen wollen, dass ihr uns kennenlernt, dass wir jetzt euch die Möglichkeit gegeben wird, auch mal Fragen zu stellen und vielleicht auch Antworten zu bekommen. Und wie gesagt, die Kollegen in England haben das übernommen, das auch gemacht. Und was wird es nächstes Jahr sicherlich auch nochmal wieder geben. Und in England könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ähnliche Konzepte haben. Transparenz. Es gibt eine Menge Fragen zu gewissen Entscheidungen. Und da die Transparenz noch nicht so richtig gegeben ist, wird oft an den falschen Stellen gemeckert. Was sagt ihr dazu? Also das ist heutzutage, muss man auch wirklich mal sehen, in allen Bereichen schwierig, weil die Informationswege so kurz sind. Ne? Jeder kann online, Facebook, Twitter irgendwas mitteilen oder fragen oder meistens ja auch sich eher dann mal beschweren und erwartet dann halt entsprechend auch gleiche Reaktionszeiten wieder zurück, was halt nicht immer unbedingt geht. Also diese Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Ne? Wenn man sich überlegt, früher wurden Briefe geschrieben oder was haben wir früher, Papier, wirklich Briefe bekommen, also so mit Briefmarke und so, wo Leute uns zum Beispiel eine Karte gemalt haben und gesagt haben, könntet ihr nicht mal eine Karte drucken? Also wirklich sehr, sehr viele Leserbriefe, nenne ich es mal, so voll 80s, 90s. Aber gibt es jetzt eine Idee, irgendwie auf Facebook jetzt aktiver zu werden vielleicht?
Also also Facebook. oder Twitter. Ja, also. Auf sozialen Plattformen. Ja. Also ich meine, ihr seht ja schon eine Entwicklung, dass wir da uns verbessern. Wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Jahren noch gar keine Seite hatten. Wir haben jetzt seit kurzer Zeit, seit 1-2 Monaten, auch einen Instagram-Account. Twitter ist relativ neu. Also wir kommen auch langsam an die aktuelle Zeiten ran. Ja. Also State of the Art, wir geben uns Mühe. Und ich bin mir sicher, dass da noch viel weiter passieren wird. Gibt es denn so eine Art Lager, wo jede einzelne Karte zu finden ist? Jede einzelne Karte? Jede Karte, die existiert. Und du möchtest gerne die Adresse? Habt ihr sowas denn in der Nähe oder so? In der Nähe? Genau, oder so, ja. Ihr habt doch sicher gesehen, in Japan, in Tokio, in der U-Bahn, haben die ja die ganzen U-Bahn-Tunnels, also da die Gehwege. Ja, aber das war eine tolle Aktion, oder? Also, ja, deswegen gibt es sowas tatsächlich. Ja. Ein Lager mit allen Yu-Gi-Oh! Also wir haben ein Archiv, ja, aber das ist jetzt nicht jede Karte einmal. Aber ich habe schon jede Karte einmal ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja, aber nicht von Anfang an. Okay. Wollt ihr den Ort noch mal sehen? Hast du Trades? Wie fandet ihr das Jahr 2018 in Bezug auf Yu-Gi-Oh! Ja, und also verbessern kann man immer. Insgesamt war es ein gutes Jahr. Wir hatten gute Produkte und die Spielerzahlen sind hochgegangen. Wir haben zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft erstmalig nach langer Zeit wieder über 1000 Spieler gehabt. Also insgesamt kann man sagen, war ein gutes Jahr und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr nochmal toppen können. Was jetzt nochmal? Mandarine. Also eine Frage ist doch nicht. Ja, der Putsch ist zu hart.